living in a roots reggae house, oh yeah. Where we feel the rhythm deep down in our soul. Embracing our cultural heritage, oh yeah. Hear the drums beating, let the music take control. Moin, schönen Sonntag. Herzlich willkommen zur 22. Folge unserer Live-Super-Kannerspot-Serie. Und wir sehen uns gleich. Ja, willkommen zurück. Wir sind jetzt Ende 4. Blütewoche, Anfang 5. Und wie ihr sehen könnt, wir haben massive Butts gekriegt. Durchweg, alle wunderschön, lange Herstirn, teilweise extrem am Zuckern in den Blüten schon. Hier vorne haben wir die Sour Diesel. Hier vorne die Sapphire OG, wunderbar schon mit Zucker bedeckt. Also ich weiß nicht, wie weit die sich noch mehr bedecken lassen von Zuckern, aber das ist schon Wahnsinn. Vorne unsere Mona Lisas, die kriegen mittlerweile auch echt schöne Butts hier, also richtig schöne Buttstruktur, die hier hinten, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Gefällt mir echt gut, sieht echt schön aus. Hier ist auch schon die ersten Zuckerstände drauf auf den Blättern. Hier vorne die kleine kriegt auch immer schöne Rückbutts, sind schön kompakt, schön fest bis jetzt. Gefallen mir richtig gut. Und ja, was wir sonst noch heute machen wollen ist, ich habe mir hier so ein Schwellinetz besorgt aus recyceltem Material. Also, da sind eure Plastikflaschen, die ihr schön trinkt. Werden einmal zu einem Netz umgewandelt. Die kommen hier rüber, weil die doch ein bisschen Stabilität noch brauchen. Ansonsten knicken die uns alle nachher noch ab, weil so wie ich die jetzt schon sehe, werden die ziemlich massiv werden. Die haben alle eine sehr schlechte Struktur durch die Bank durch. Deswegen brauchen die hiermit ein bisschen Unterstützung. Das ist aus recyceltem Material. Das kann man schnell rüberlegen. Das sind jetzt 25 mal 2 Meter, kostet nicht viel. Legen wir es hier rüber, tun wir dann hier festspannen an den Streben und ja, dann sollen sie sich mal schön daran festhalten. Und wenn sie immer noch meinen, dass sie ein bisschen knicken wollen, dann können wir noch eine zweite Schicht drüberlegen. Und mehr gibt's eigentlich heute nichts zu tun. Wie gesagt, wir gucken uns einmal die Pflanzen an, haben wir gerade mal ein bisschen drüber gesprochen. Hier vorne haben wir noch die, jedes Mal vergesse ich den Namen. Da kommen die Soap, den leichtesten Namen von allen haben wir hier vorne noch. Die haben durchweg, wie ihr sehen könnt, ein schön ebenes Bild von beiden Genetiken her. Also gefällt mir echt gut. Und hier vorne ist mein absoluter Favorite. Also die Sapphire OG, da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Samen von kaufen und definitiv nochmal anbauen. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Vom Wachstum her, von der Struktur her, vom Geruch her, vom Zuckerstand her. Die ist wirklich, wirklich interessant. Da freue ich mich richtig drauf, wenn die fertig ist. Ich meine, die ganze Geruch von, die könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der übertönt einfach alles von dieser Pflanze. Du kommst hier rein und du kriegst einen richtigen Punch im Gesicht, im Feld. Das ist Wahnsinn. Richtig herrlich. Ja. Dann hier vorne die Mona Lisa. Wie gesagt, die ist komplett unterschiedlich von den Genetiken. Haben wir ja schon im letzten Video drüber geredet. Die eine mega klein, die andere hat eigentlich so einen idealen Wuchs, genauso wie die hier vorne, die Soaps. Und die Sour Diesel hier vorne kriegt jetzt auch richtig schön Zuckerstände drauf. Schöne Buttstruktur hat sie. Schaut das mal an. Wunderbar. Wir haben keinerlei Zwitter, nirgendwo. Ich habe alles mehr. Ich gucke jeden Tag eigentlich hier ins Zeltfass rein und guck. Das ist immer wichtig für mich. Also irgendwo, wenn wir keine Säcke bilden, gleich wegmachen und so weiter. Nicht ausdrücken, sondern würde ich am besten mit einem Messer oder mit einer feinen Schere eben abschneiden, aufsammeln auf dem Tuch und raus. Aber dieses Mal gab es keine einzigen. Die letzten, jetzt ein paar Mal eigentlich nicht. Ich hatte vor 4 Grows hatte ich mal einen, da hatte ich einen Zwitter dabei, der hat danach gebildet und der hat mir dann mal eben kurz so 5, 6 Pflanzen bestäubt und das war nicht schön. Das konnte ich dann einmal den großen Säbel schwingen. Dann würde ich sagen, ich spanne mal das Netz und dafür rolle ich das einfach hier mal auf. Gucken, wo ist der Anfang. So, ich glaube, wir haben's. Oder? Haben wir's? Jo. Dann rollen wir das mal grob auf. So ungefähr auf die 2 Meter hier kommen.
So, das sollten 2 Meter sein. So weit kann man es immer noch ganz gut stretchen. Dann schneiden wir es einmal ab. Also relativ egal, wo ihr es abschneidet. Einfach mal mitten durch. So. Und schon haben wir unser Netz für die 2 Meter Länge. Aber wir brauchen ja auch nur 1 Meter von der Breite. Das heißt, da die 2 Meter sind, die haben mit 2 Meter, 2 Meter, 2 Meter mal 2 Meter, das wird das ganze Zelt hier ausfüllen. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich binde mir erstmal das Netz hinten fest an der Ecke. Oh, da habe ich noch einen vergessen. Der lässt einfach nicht los. So. Aufpassen, dass ihr das nicht zu sehr vertüdelt, sonst habt ihr nachher Probleme. Dann gucke ich mir jetzt, wo ist die Ecke. Die haben wir hier. Können wir noch gerade schneiden. So. Und um die zu befestigen, habe ich diese schönen Stoffkabelbinder. Die kann man immer wieder verwenden. Sind super zu benutzen. Schön in schwarz. Und dann gehe ich einfach mal hier nach außen und fange hiermit an. Einfach hier kurz durch. Festziehen. Und schon hält das. Ich liebe diese Dinger. Dann haben wir einmal hier unser Netz. Wie gesagt, aufpassen. Könnt damit auch ganz schnell eure Pflanzen einmal mit köpfen. Deswegen immer erst ein bisschen aufpassen. Dann mache ich den immer gerne einmal hier ran. So, wo haben wir die Streifen? Hier. Komme ich mal wieder rein. So. Da haben wir noch 2 drin. Auch wieder schön festziehen. Hier schon Spannung drauf habt. Und dann geht's weiter. Dann schmeißen wir den einmal hier rüber. Ziehen den hier wieder relativ auf Spannung. So, die Blüte kann das eben ein bisschen halten. So, ein bisschen Körperkontakt hier. Das mögen die Pflanzen. Bin durch, schön auf Spannung. Ach, ja, falsch rum. Wie gesagt, passt nur auf, dass ihr da keine Pflanze mit köpft. Das wäre mir schon ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so, denn wahrscheinlich, weil ich jetzt gesagt habe, wird mir das wahrscheinlich gleich auch noch passieren. So. Der kommt hier einmal durch. Der wird dann jetzt auch nochmal, machen wir den da fest.
So, das schätzt nicht. Die Dinger sind wirklich sehr reißfest. Also, das Ding gewinnt eher als eure Pflanzen. Natürlich haben wir jetzt hier einen Tütler drin. Aber haben wir rausgekriegt. Wunderbar. So, das wird jetzt auch lustig, in die Ecke zu kommen. So. So, haben wir ja vorhin ein gutes Augenmaß bewiesen. Passt perfekt. Jetzt nur noch hier. Und schon haben wir unser Trellis-Netz gespannt. Jetzt tun wir es noch ein bisschen ausrichten. Einmal ein bisschen nach unten. Das ist nicht so wild. Dann die ein bisschen abknicken. Dann haben wir halt ein bisschen Supercropping. Deswegen. So. Das ist nicht so wild. Bleiben so auf einer Ebene. Supercropping ist eine gute Trainingsmethode. Deswegen erstmal alle hier durch. So, jetzt halten die sich auch alle. Und das hier noch ein bisschen runterziehen. Auch noch ein bisschen. So. Wir das alles jetzt schön nach und nach anpassen. Das schneiden wir gleich schön in Ruhe hier ab. Ja, wenn die knicken, ist nicht so schlimm. Das ist dann halt ein bisschen Supercropping. So, das sieht doch gut aus. Perfekto, würde ich sagen. Damit haben sie auch Halt bis zum Ende der Blüte. Schnappe ich mir noch eben meine Schere und schneide einmal hier lang. So, immer schön folgen hier. Und dann haben wir die gleiche Linie folgen, haben wir gar kein Problem mehr. So, jetzt den wieder vorsichtig hier rüberziehen. Ja, Schere, lass mal bitte los. Du hast genug geschnitten für heute. Gucken wir mal, wo der hier lang geht. Schauen, ich muss den auch mal kurz hier lösen. So. Kommt er wieder hier ran. Wie ihr sehen könnt, haben wir das super schnell drüber gezogen. Ein, zwei Dinger sind abgeknickt, aber wie gesagt, die sind nicht ganz ab, die sind einfach nur super cropped jetzt. Und wenn wir merken, nachher, dass die Pflanzen hier vorne doch noch zu schwer werden und doch noch ein bisschen weiter knicken,
nehmen wir aber die zweite Hälfte von hier vorne, die wir uns abgeschnitten haben, und spannen die nochmal hier drüber. Gar kein Problem. Können wir wieder jetzt machen oder später nochmal machen. Aber so haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug Stabilität, dass die uns nicht so einfach umknicken können. So, alles nochmal ordentlich hier durchfriemeln. Und fertig. Und mehr gibt's eigentlich auch nicht zu tun in dieser Blütewoche. Wie gesagt, nächstes Mal Anfang 6. Blütewoche wird's wieder interessanter. Dann müssen wir wieder ein paar Blätter abschnibbeln und ja, gucken uns mal an, wie sich die dann wieder aufgerichtet haben, was dann auch sehr interessant ist. Guckt euch das genau an. Das war jetzt der Haupttrieb, den ist jetzt komplett abgeknickt einmal. Also komplett, nur einmal hier am Stängel, der hält sich noch. Und den lasse ich jetzt einfach genauso. Ich mache keine weitere Unterstützung da dran und so. Bis zum nächsten Mal werdet ihr sehen, dass das ganze Ding wieder nach oben steht. In dem Sinne, bleibt senkrecht, habt eine schöne Woche und auf Wiedersehen.